Wenn sich Unternehmen nicht der Prozessautomatisierung, Orchestrierung widmen, dann bleibt es bei Silo-Applikationen, die mühselig dann miteinander integriert werden müssen oder zum Teil gar nicht können. Viele User-Interfaces, die den User überfordern, dann führt das auf jeden Fall zu höheren Kosten, zu höheren Aufwänden und damit auch zu einer geringeren Wettbewerbsfähigkeit und Ertragsfähigkeit. Mein Name ist Martin Fuhrer, ich bin Vice President Digitalization und CRO bei Geber und Griller, einem österreichischen Familienunternehmen, das vor allem in der Automobilzulieferindustrie tätig ist. Eine gelungene Prozessautomatisierung setzt auf jeden Fall eine Prozessoptimierung voraus. Also auf jeden Fall der erste Schritt ist, dass man jemanden hat, der sich um dieses Thema kümmert, der so als quasi Evangelist sich dessen annimmt, der mit dem Fachbereich Beispiele entwickelt. Der wesentlichste Punkt ist die Zusammenarbeit zwischen IT und Business. Mir gefällt eigentlich die Trennung nicht IT und Business, sondern zwischen den Stakeholdern, um hier in sogenannten Fusion Teams gemeinsam zu einem Erfolg zu kommen. Den wesentlichsten Punkt sehe ich in dem Konzept Minimal Viable Product. Wirklich zu sagen, was ist das Minimum, was ich hier brauche an Datenfeldern, an Prozessschritten, um hier möglichst schnell eine Lösung zu bauen und diese dann anhand der konkreten weiteren Notwendigkeiten auch weiterzuentwickeln. Die Orchestrierung von Prozessen ist ganz wesentlich, insbesondere auf einer Plattform, weil ich damit die Nutzung und den Zugriff auf die gleichen Daten sicherstellen kann. Einerseits Beispiel Innovationsmanagementprozess, wenn aus einer Innovation ein Projekt wird, kann ich direkt mit dem Projekt-Approval-Prozess oder mit dem Projektinitiierungsprozess auf die Daten zugreifen und habe hier eine Seamless Integration, wie es so schön heißt, um hier diese Prozesse miteinander zu integrieren, zu verbinden und damit auch effizienter zu machen. Ich sehe vor allem 4 Technologien, die immer wieder angefordert werden oder den Prozess effizienter gestalten werden können. Das ist zum Beispiel Robotic Process Automation für Schnittstellen zu anderen Systemen, wo ich keine dauerhafte Schnittstelle machen möchte oder die zu komplex ist. Ich sehe das Thema Wiki, wenn es darum geht, Informationen zum Prozess zu verteilen. Ich sehe das Thema Kommunikationstools, wo ich über Prozessobjekte, Projekte, Innovationen entsprechend auch kommunizieren kann. Und die 4. Technologie wäre auch Chatbot, die immer mehr zum Einsatz kommt, um hier auch Hilfestellungen für den User im Prozess zu geben. Ein nicht optimierter Prozess wird nur zu Komplexität in der IT-Landschaft führen. Und deswegen ist es wichtig, sich auseinanderzusetzen mit dem Fachbereich, wie kann der Prozess vereinfacht werden, was ist unbedingt notwendig, was kann weggelassen werden, um dann in der Automatisierung einen Erfolg zu haben.